So, haben wir es endlich geschafft. Nach diesen strauben Strassen hier oben sind wir jetzt am Stausee Potamos. Potamos. Sieht schön aus. Ganz still. Hier unten sind sie ein bisschen am Fischen. Mal schauen. Ich habe mal ein Plätzchen markiert. Ich glaube, es ist in dieser Ecke dort hinten. Von dem fahren wir jetzt hier mal rundherum. Und ja, schauen, wie es dort aussieht. Dort kommen wir nämlich, glaube ich, bis ins Wasser runter. Schauen wir, ob die Straße besser ist. Ja. Filmen dann noch die schlechten Straßen. Aber es ist mega grün natürlich da mit dem Wasser. Schön. Okay. Jetzt haben wir einen kleinen Spot, wo wir ein kleines Wägchen runtergefunden haben. Eigentlich relativ idyllisch, bis auf die Baumaschine, wo man gleich wird. Aber irgendwie hat es fast egal, wo man hingeht. Wie man da sieht, hat es ein bisschen Güssel. Ich weiß nicht, ob es angeschwemmt ist. Oder da gelassen. Oder da gelassen, dass schon jemand war. Kleine Herde Geissen haben wir gesehen dort hinten. Keine Bergleuen. Enten? Mhm. Taucher oder keine Ahnung. Ja, irgendwo draus. Naja, da gibt es so viel Natur, das ist echt krass. Holland ist nicht so gut ein. Ja, das stimmt. Weil die Griechen nicht gerne laufen. Hat es einfach die Straße und alles andere interessiert mich nicht. Was ist das? Was ist jetzt denn da? Ein komisches Luftloch hier unterirdisch. Ah, vielleicht haben wir noch drauf gestanden. Ja, schau. Ja. Okay. Ja, das improvisiertes Bänkchen hat es auch schon da. Aber es ist ein improvisiertes. Ein provisiertes. Provisorisch. Aber es ist nicht so anmächtig. Von dem her. Und auch ein bisschen weiter. Zum Glück habe ich vorsorglich und planend, wenn ich bin, auch die richtigen Wanderschuhe mitgenommen für die Natur. Die waren einmal weiss in der Schweiz. Die werden nie mehr. Die werden nie mehr weiss. Ja. Wäre da auch ein bisschen zufällig. Ich wäre glaube ich der Einzige mit richtig weißen Schuhen. Ausser man geht in eine Stadt vielleicht oder so. Dann hast du dir noch ganz teure Schuhe gekauft da für Ja, den Winter. genau. Das müssen sein. Für 10 € oder so. Ja. Als ich noch nicht angehabt, kann noch nicht sagen. Das sieht komisch aus. Spuren. Der Bergleuen. Der Bergleuen, genau. Der Geissen. Ja, mega rot, irgendeine Ablagerung von irgendetwas. Öl und vielleicht der Staub von diesen rötlichen Steinfelsen. Ja, Sandstein. Das sieht auf jeden Fall ganz schräg aus. Jetzt sieht man noch besser, wie sich das ablagert. Diese Pflanzen. Ja, sieht nicht ganz gesund aus. Nein. Ja, dann steigen wir wieder rauf. Und dann gehen wir mal schauen, ob es da sonst noch schönes Plätzchen. Ein Ball. Da bist du irgendwo im Ghetto und du findest so schräge Sachen. Das ist leider so oft, wie so oft im Ausland, ist einfach so kein Gefühl für Umgebung, Natur. Einfach irgendwie so, das, keine Ahnung.
Aber es ist besser geworden. Bewusstsein. Es ist besser geworden, Ich aber habe das Gefühl, so vor 10 Jahren, als wir noch da waren in der Ferien, hast du viel mehr Dreck und Güssel einfach irgendwo gesehen liegen. Das ist doch besser geworden. wenn man hier deutlich sieht, Leider da nicht, Nein. schlechtes Beispiel. Ja. hat da irgendeiner etwas ausgeleert, was auch immer. Vielleicht auch das rote Zeugs. Ah ja. Dann gehen wir weiter. Ja, jetzt wird die Strasse noch ziemlich kaputt. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός. Από το δρόμο σου είχα το θράσος να σ' αγαπήσω. Da ist das Restaurant. Noch herzig. Die Strasse hört hier einfach auf. Offiziell. Kommt schon noch neben. Haben wir die Michi? Lieber er als ich. Γέλα μαζί μου, γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Nou ja, das Rechtsloch. Ja, wieder halbes Ding weg, Riss und ganz Belag weg. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου, γέλα κυρία μου. Du hörst sogar noch die Steine ankommen. Ja, da ist einiges aufeinander gekommen. Vielleicht beim Sturm letzte Woche, dass das alles abgewindet hat. Und mit dem Regen natürlich abgeschwemmt. Wahrscheinlich schon die Steine, die draufplätschen, zerstören den Belag. Έναν αλήτη κι αν θα πεθάνει από αγάπη ποιος τον νοιάζεται ποτέ. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Ein Stück weg. Γέλα καλή μου. Γέλα Da ist auch noch mal ein kleiner See. Ich glaube aber mehr, weil es fest geregnet hat letzte Woche. γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Action! Wir sind hier gerade am Strand von Geropotamos. Genau. Man sieht irgendwie ein kleines Sand-Kies-Strändchen. Und rechts davon kommt der Fluss ein bisschen rein. Mal richtig viel Wasser in einem Fluss. Und schön grün. Coole Palmenoasen oben dran. Ja. Hier Süßwasser. Ist gerade ein bisschen anders bewachsen. Ja, ein bisschen dümpelig ist es schon. Kein Güssel, ja, das stimmt. Und hier die Schwelle von Salz zum Süßwasser. Ja, schon cool. So nicht. Gut, unterirdisch ist es wahrscheinlich ein bisschen vermischt. So trennwand ist es auch nicht. Hm.
Und natürlich auch relativ ruhig um die Jahreszeit. Es sind nicht mehr viele Leute. Dort hinten hat es noch 2 am Strand vorne. Und hinten hocken noch 2, aber das war es gewesen. Dann hat es auch ein Tavernchen. Wahrscheinlich im Sommer offen. Aber ja, jetzt um die Jahreszeit haben wir das natürlich relativ für sich. Ich habe zwar vorher gerade gesagt, ich gehe glaube noch fahren, aber jetzt ist ein bisschen die Sonne weg. Ja, das ist noch kurz. Ja, ist zwar noch nicht die kleinste. Mal schauen, vielleicht kommt sie ja wieder zurück. Wir sind noch ein bisschen Beachball spielen. Für das ist es auf jeden Fall super. Genau. Wir hacken jetzt hier noch ein bisschen und spielen noch ein bisschen. Und dann gehen wir dann wahrscheinlich irgendwann zurück. Wir werden schnell etwas posten und dann heute gehen wir dann wahrscheinlich das erste Mal ins Hammam. Wir haben es dort noch, sie sind noch putzen und wir sind ein bisschen überrascht reingekommen. Er hat zuerst gemeint, dass wir nur den Schlüssel holen können. Aber wir haben dann so verstanden, dass wir dann reingehen. Und wegen dem haben sie jetzt alles ein bisschen gestresst. Haben sie es noch geputzt. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt alles ready. Und dann gehen wir am Oben mal ein Hammam ausprobieren, schön warm. Und dort klettern. Aha, ich mal schauen. Ja, da ist nicht reingefallen, ich habe Schlüsselnadel, alles im Sack. Ah, cool, aber schau mal, cool ist der. Selbst da jetzt ein bisschen, unglaublich. Wow. Nochmal, Gott. Also weiter gehe ich auch nicht. Weiter gehst du auch nicht. Ja, Ja, die kämpfen wir schon auf, aber ja. du kommst auch raus, aber die kommst auch nicht. Ja. Das ist noch bei der Tee. Genau. Blubbert richtig da unten. Sieht schon relativ dunkel aus, denkt es mir jetzt auf der Kamera, aber so dunkel ist es eigentlich gar Ist nicht. nicht die Sonne gerade weg. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall genießen wir uns jetzt noch ein bisschen da. Und genau, sehen wir uns vielleicht später. Bye bye. Bye bye. So sind wir in Willi, wie auch immer. Und man denkt, wir müssen einfach mal raus. Aus dem Lockdown und nur drinnen sein und arbeiten. Wegen dem, da ist irgendeine so eine Schlucht. Und jetzt können wir mal schauen. So ein schönes Plätzchen haben oder einfach, was das so ist, wie es aussieht. Hauptsache ein bisschen raus, die frische Luft. Natur. Richtig schön weggemacht hier dabei. Mhm. Ja, offiziell dürfen wir nicht raus. Nein, einfach so. Gut, das ist sportliche Aktivität, das ist erlaubt. Ich denke, was es in der Nähe ist. Das ist ja, Ich würde die genau. Also wir sind immer noch in der gleichen Präfektur. Das machen wir. Genau, das ist eine Vorgabe. Also eigentlich wie Kanton in der Schweiz. Und
Das sind wir noch. Von dem her ist es gut. Wir raus für sportliche Aktivitäten, zum Einkaufen und für Geldauslage auf die Bank. Das ist Hauptpunkt. Ja. Oder? Von dem her sind wir alles noch im Rahmen. Das ist eine spezielle Steine. Schau mal, richtig ausgehöhlt hier oben. Etwas machen. Genau. Leider haben wir da nicht so eine Zoom-Funktion. Das ist nicht angeschrieben, aber wir können ja mal schauen. Wahrscheinlich kommst du da wieder oben runter von der Kibble. Aha. Richtig ausgehöhlt. Tropft es oben runter. Mal schauen. Es ist weiss angemalt, ich nehme an, es ist eine Kille, das Kreuz ist auch schon drauf gemalt. Es ist mega höchst. Ah nein, das ist ein Tisch. Ich meine, es ist ein Bänkchen. Ein kleines Kapellchen mit dem Beichtstuhl. Also auch hier werden Katholiken noch die Sünden los. Ja. Da hoffnungslos bilden wir es. Ja, das stimmt. Ja, jetzt ist natürlich eben mit dem Lockdown ist alles zu, vor allem das Restaurant. Und wenn wir noch jemanden erkunden, dann wäre es halt schön, wenn auch irgendetwas offen hat. Da hat es auch irgendwie gewittert. Das Zeug und da. Früher hat es jetzt mal Wasser in diesen Flüssen. Das stimmt, ja. Im Sommer ist ja alles vertrocknet. Ja. Ja. Das ist ihre Art von Waldaufräumen. Auch absagen, das ist erledigt. Absagen auf den Haufen und irgendwann zünden sie dann wahrscheinlich jemand an. Also die transportieren das niemals weg. Das kann ich mir nicht vorstellen bei ihnen. Entweder bleibt es liegen oder so. Genau. Das ist so angeschrieben. Das wäre ein Restaurant. Ah, tatsächlich. Ja, voll. Hat natürlich sicher eine gemütliche Lage von gerade neben dem Fluss. Wie in der Schweiz. Wie in der Schweiz, genau. Für mich ist das Fazit bis jetzt Überwinterung in Griechenland ist zwar angenehmer von den Temperaturen und wir haben es eigentlich schön. Also ich denke, daheim genießen wir es, aber würde ich jetzt nicht freiwillig noch ein zweites Mal machen. Also wenn wir wieder verlieren in ein warmes Land, wo es nicht wirklich so etwas gibt. Gut, aber jetzt kommt halt der Lockdown noch dazu, aber generell gesehen für mich nicht mehr. Aber ohne Strand, ich merke ohne Strand und das Flair von Sommer halt, kann ich da nicht mehr in dem Sinn. Also gibt mir das nicht, im Gegenteil, es sind Sachen da halt viele, die man in Kauf nimmt oder die kein Problem sind, solange man dafür
die Sommerstimmung hat. Das ist die Qualität von Sachen, die da halt schon anders ist, wo man merkt. Ja, es sind einfach viele so kleine Sachen, wo ich merke, wenn man den Strand nicht hat, oder das Lebensfeeling von Sommer, Sand und Strand und schön, dann bietet es für mich persönlich jetzt sonst zu wenig. Aber gleich ist es noch gut.